Heute sind wir bei Kyburg in der Schweiz unterwegs. Auf dieser Wanderung werden wir einen Wasserfall sehen, den Fluss Töss, eine Burgstelle und natürlich das Schloss Kyburg. Seid gespannt! Wir starten vom Wanderparkplatz Kyburg aus. Einen Standortlink findet ihr in der Videobeschreibung. Erst geht es über einen Kiesweg. Dann laufen wir ein kurzes Stück über Asphalt, bevor wir den Weg in Richtung Wald einschlagen können. Bald ist nur noch der Sound der Natur zu hören. Wir sind umgeben von Bäumen und rauschenden Bächen. Nach einer Weile kommen wir an eine Weggabelung. Eine Zeit lang laufen wir auf dem Planetenweg. Jetzt geht es in Richtung Tal, dem Bach entlang. An blühenden Wiesen vorbei nähern wir uns unserem ersten Zwischenziel. Unverhofft erhalten wir kurzzeitig Besuch. Wie ihr gesehen habt, kann man sich, wenn man durch Wald und Wiesen streift, auch mal einen kleinen Freund aufgabeln. Nun sind wir beim Huppenacher Wasserfall. Netterweise hat man hier auch eine Aussichtsplattform geschaffen. Noch sehr neu und gut an die Umgebung angepasst. Nach einer kurzen Verschnaufpause am Wasserfall geht es auch schon weiter. Die Wege werden schmaler und schmaler. An manchen Stellen verschwindet der Weg gar, um etwas später wieder aufzutauchen. Zeitweise bräuchte man ein Buschmesser. Wir treffen wieder auf einen Bach mit mehreren Wasserfällen. Die Vegetation wird immer dichter, bis es irgendwann gar nicht mehr weitergeht. Sowas haben wir noch nie erlebt. Plötzlich gibt es keinen Weg mehr. Wir haben Beschilderung gesehen, die ziemlich neu aussah und da stand Schlossrundweg. Aber der Weg war nicht da. Jetzt sind wir im Bachtobel unten und hier müssten wir den Bach queren. Wir machen einfach mal und schauen, ob wir wieder auf einem einigermaßen gangbaren Weg kommen. Nach einem kurzen Cliffhanger erreichen wir zwar lehmverschmiert, aber im ganzen Stück den Waldweg jenseits des Baches. Wir haben es geschafft. Es gibt tatsächlich wieder einen Weg hier. Das war aber ein ganz schönes Stück Arbeit und ein bisschen veräppelt kamen wir uns doch vor. Also so sollten Wanderwege, die eingezeichnet sind, nicht aussehen. Mal sehen, was uns heute noch alles erwartet. Es geht jetzt über schmale Wege, welche jedoch wieder gut erkennbar sind. Endlich erreichen wir die Talsohle. Diverse kleine Bäche fließen hier in den Fluss. Der Weg führt nun an diesem entlang. Auch wenn er zuweilen zum Nebenarm wird, gibt es immer einen Plan B.
Wir sind nun an der Tös. Hier ist der Fluss noch wild und abgesehen davon kann man auch hervorragend baden. Viel besser als in der Badeanstalt. Nachdem wir eine Zeit lang am Fluss entlang gelaufen sind, kommen wir zu einer Brücke. Diese überqueren wir. Auf der anderen Seite geht es erst einmal bergauf durch den Wald. Bei der nächsten Gabelung halten wir uns in Richtung Gamser. Die schönen Waldwege hier sind ein Genuss. Der Burghügel ist noch gut sichtbar. Die heute verschwundene Wehranlage auf der Anhöhe war vermutlich ein Vorposten der Kiburg und wurde wohl von Ministerialen bewohnt. Nun ist hier ein schöner Rastplatz mit Feuerstelle. Die auf der anderen Talseite liegende Hauptburg ist unser nächstes Zwischenziel. Also nichts wie los, den Hügel hinab. Bereits nach kurzer Zeit sind wir wieder an der Tös und überqueren wieder eine Brücke. Danach geht es über viele anstrengende Treppenstufen und Stege hinauf in Richtung Kiburg. Gezählt haben wir sie nicht. Nach viel vergossenem Schweiß ist die wichtigste Burg im Kanton Zürich endlich in Sicht. Erwähnt wird die Kiburg erstmals im Jahr 1097. Existiert hat sie jedoch schon davor. Nach dem Aussterben der Grafen von Kiburg gelangte sie durch Erbschaft in die Hände der Habsburger. Heute ist Schloss Kiburg ein Museum. In der kleinen Ortschaft legen wir eine Essenspause ein. Frisch gestärkt geht es weiter über einen Kiesweg aus dem Ort hinaus. Kurze Zeit später befinden wir uns auf einem Waldweg, welcher in eine kleine Schlucht hinabführt. Unten angekommen sehen wir nochmals einen kleinen Bach. Der Wasserfall bleibt uns leider verborgen. Das letzte Stück unserer Wanderung führt abermals durch einige schöne Waldpassagen. Manchmal mit lustigen Straßennamen. Zuweilen gibt es eine Ruhebank. Wir gelangen unaufhaltsam wieder an unseren Ausgangspunkt zurück. Nun sind wir am Ende unserer heutigen Wanderung rund um die Kiburg. Wir hatten uns ehrlich gesagt etwas mehr versprochen, vor allem der Weg da entlang des Bachbeets war nicht vorhanden. Also ich würde euch raten, geht einfach mal zu diesem Wasserfall und besucht die Kiburg separat. So, wir gehen jetzt nach Hause. Heute haben wir eine Dusche nötig und bis zum nächsten Video.